Lust auf richtig guten Sound, aber eher weniger Lust auf die klassische HiFi-Anlage mit Lautsprechern und Verstärkern und Kabelgedöns? Dann habe ich jetzt die All-in-One-Lösung für dich. Auf meiner HiFi-Reise habe ich mir Produkte von Herstellern angesehen aus verschiedenen Ländern. Und ich muss sagen, Italien gefällt mir ganz gut. Italien ist für mich bekannt für Schönheit. Schöne Menschen, schönes Land, Designermöbel, Mode. Schönes Design setzen die Italiener aber auch in der HiFi-Branche um. Wie zum Beispiel der Hersteller Sonus Faber. Ich sehe es als Privileg und freue mich jetzt schon verkünden zu dürfen, dass ich Sonus Faber mit in mein Portfolio mit aufgenommen habe. Ich bin eigentlich der klassische HiFi-Komponententyp. Verstärker, Kabel, passive Lautsprecher. Und Sonus Faber ist letztendlich auch bekannt für die hochwertigen passiven Lautsprecher, die sie führen und rausbringen. Von der Einstiegsklasse bis absolutes High-End. Als erstes Video aber von mir über Sonus Faber zeige ich euch jetzt ein All-in-One HiFi-System und das nennt sich Omnia. Traumhaftes Design. Schaut mal selbst. Ich habe den Omnia jetzt vorübergehend zum Test bekommen für ein paar Tage und konnte auch schon mal reinhören. Ein paar Videos dazu habe ich mir auch schon angesehen und das sind überwiegend englische Videos, wo sogar gesagt wird, dass es wohl eins der besten Lautsprecher oder All-in-One-Lösungen aktuell auf dem Markt ist. Da würde ich mich noch gar nicht festlegen. Ich würde diesen Test noch mal gern etwas intensiver gestalten und vielleicht auch im Vergleich zu ein paar Konkurrenzprodukte. Und ich denke mal, dann werden wir eine Sounddemo auch machen, wo wir dann die verschiedenen Produkte einfach mal gegeneinander testen. Was haltet ihr von diesem Test? Aber jetzt erstmal das Wichtigste, was ihr über dieses Produkt wissen müsst. Wir haben hier keine eigene App. Brauchen wir auch nicht, denn Spotify Connect und Tidal Connect sind mit an Bord. Somit könnt ihr diese beiden Apps nutzen, um über den Omnia Lautsprecher Musik zu hören. Für die Apple-User haben wir AirPlay mit an Bord, alternativ auch Chromecast Built-in sowie Bluetooth-Audio in guter Qualität. Außerdem ist der Omnia Roon Ready, was für uns alle auch immer interessanter wird. Schauen wir uns jetzt mal die Rückseite des Gerätes an. Der Omnia ist mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet, was von Vorteil ist, so können wir auch den TV-Ton über diesen Lautsprecher übertragen. Und da ist mir was Interessantes aufgefallen in Bezug auf das Design bzw. die Abmessungen. Es gibt Lautsprecher, die haben eine etwas untypische Form. Wenn wir jetzt also wirklich ein All-in-One-System für unser TV haben möchten, dann gibt es Lautsprecher, wie gesagt, die haben eine etwas untypische Form. Die sind meistens relativ hoch und nicht so breit. Dementsprechend decken sie einen Teil unseres Fernsehers ab. Als Beispiel, wenn ihr jetzt ein Lowboard habt und euren Fernseher direkt an der Wand, und da zwischen Lowboard und Fernseher habt ihr einen bestimmten Abstand. Und wenn der Lautsprecher eben nicht die perfekten Abmessungen dafür hat, dann verdecken wir eben einen Teil des Fernsehers. Jetzt fällt mir spontan auch noch der Bowers & Wilkins Lautsprecher, der Zeppelin, fällt mir ein. Der hat ja auch eine etwas atypische Form, weil der eben in der Mitte höher ist als an den Seiten. Das hatte so eine Zeppelin-Form eben. Und da könnte es dann auch manchmal sein, und das ist dann für viele ärgerlich, dass man einen Teil des Fernsehers eben verdeckt. Und hier weiß man, was man hat. Wir haben eine sehr cleane, gerade Oberfläche. Und ich habe mal vorhin nachgemessen, die Höhe von hier aus bis zum oberen Punkt des Lautsprechers beträgt 13,3, 13,4 cm. Wir wissen also, woran wir sind. Und so können wir den auf unser Lowboard platzieren. HDMI-Kabel zum Fernseher und dann sieht die Optik auch sehr, sehr clean aus. Richtig begeistert hat mich auch der analoge sechspolige Anschluss auf der Rückseite. Hierfür hat Sonus Faber im Lieferumfang dieses Kabel mit dabei. Da ist einmal dieser sechspolige Anschluss, da kommt das einmal auf der Rückseite
rein und dann dient es quasi wie so ein Adapter und wir haben dann auf der Seite einen Cinch-Anschluss. Somit können wir jetzt ein x-beliebiges Zuspielgerät daran anschließen, sprich CD-Player, Tape, was auch immer. Und dann haben wir nochmal die Erdung. Also können wir auch einen Plattenspieler hieran anschließen. Und links neben diesem Anschluss, hinten auf der Rückseite des Gerätes, oder rechts daneben, egal, schaut mal, da haben wir einen Kippschalter. Und über den Kippschalter bestimmen wir jetzt, ob wir den Line-Eingang benutzen möchten oder den Phono-Eingang benutzen möchten. Also können wir jetzt auch unseren Plattenspieler mit einem MM-System, das ist auch ganz wichtig, daran anschließen. Coole Sache, oder? Außerdem haben wir im Lieferumfang nochmal diese 3-Jahres-Garantiekarte. Und wenn wir die einmal umdrehen, haben wir hier einen QR-Code. Wenn wir diesen scannen, gelangen wir auf den Webbrowser, wo wir einmal quasi die IP-Adresse des Gerätes eingeben und dann die Möglichkeit haben, hier nochmal explizit ein paar Klangeinstellungen vorzunehmen. So wie zum Beispiel, steht das Gerät gerade nah an der Rückwand oder steht es frei im Raum, und das beeinflusst dann nochmal den Klang. Das war es auch schon. Aber für wen ist dieses Gerät jetzt eigentlich was? Wer sich ein Multi-Room-System aufbauen möchte, der müsste sich tatsächlich woanders umschauen. Das ist ein Standalone-Gerät. Aber wer zum Beispiel den klanglichen Anspruch hat und durchaus HiFi-affin ist, aber eine cleane Optik mag, also nicht so gerne so viel Technik im Raum haben möchte, für den ist dieser Sonus Faber Omnia genau das Richtige. Was haltet ihr von dem Sonus Faber Omnia? Hättet ihr Lust, den mal zu testen? Dann schreibt mich gerne an unter dimiversus@gmail.com und ansonsten hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Hinterlasst ein Like und am besten auch ein Abo, wenn euch mein Kanal gefallen hat. Bis dann, ciao!